Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten und ich habe für euch wieder eine frisch gepresste Sendung. Themen, die ich habe, sind skurril. Einmal Air India nach Hullenverlust und Drogenverdacht. Müssen wir uns mal den Fall genau anschauen, was da passiert ist mit dem Flieger. Dann News von Air Baltic, die eher erschrecken als irgendwas anderes. Man hat die Wachstumspläne quasi ad acta gelegt. Man geht sogar von 18 Fliegern aus, die man weghaben möchte. Es gibt auch Verhandlungen mit Investoren. Da ist wohl einiges, was under fire ist, muss man sozusagen. Und wir haben als letztes Neues aus der Lufthansa Miles & More Meilen bei Booking.com kann man jetzt sogar einlösen. Aber festhalten, Freunde der gepflegten Gastwirtschaft, wir schauen uns auch an, ob sich das wirklich lohnt. Das erste Thema kommt, wenn ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, auf Like und, auf Like gedrückt habt, auf Like kommt und auf School kommt, um die Themen zu diskutieren, vielleicht auch die Fragen des Tages. Das erste Thema ist Air Baltic. Da ist Feuer und zwar vollzieht man dort eine radikale Kehrtwende. Statt 100 Airbus A220-300, die man mal haben wollte, soll die Flotte zunächst von 54 auf 36 Flugzeuge reduziert werden und 2031 lediglich 40 Maschinen umfassen. Grund dafür ist natürlich die aktuelle Schieflage. Die Airline benötigt kurzfristig mal eben 225 Millionen Euro und wird natürlich von einer hochverzinsten Anleihe belastet. Die aktuelle Flotte sind 54 A330-300er, 18 Flugzeuge sollen wie gesagt gehen, 36 sind dann die zukünftige Flotte im Jahr 2031 etwa 40 Flugzeuge. Bisheriges Wachstumsziel waren ja 100. Man hatte dann quasi jetzt festgestellt, dass man eine bestehende Anlage über 380 Millionen hat, aber man braucht nochmal 225 Millionen. Denn man hat eine jährliche Zinsbelastung von festhalten 55 Millionen Euro. Angestrebte Restschulden nach der Restrukturierung sind 125 Millionen, neue Schulden sind die 225, ich sage es immer wieder. Und das Eigenkapital soll um 100 Millionen Euro gestärkt werden. Das Einsparungsziel sind 45 Millionen pro Jahr. Ja, das ist ein Fehler, denn bis 2025 auf 56 das zu reduzieren, klappt natürlich nicht. Wir reden von 2026, falls ihr das irgendwo lest oder sowas. Da man natürlich da jetzt ausgeht davon, dass die ganzen Gas geben. Was bedeutet die denn, die Entschuldung? Dass man von 380 Millionen auf 125 Millionen reduzieren will. Und damit würden natürlich Anteilseigner auf Forderungen verzichten. Das heißt also, man würde da einen erheblichen Teil sogar, ja, ich will nicht sagen verlieren, aber man tauscht sie gegen Unternehmensanteile. Und das ist natürlich ein Problem. Und warum ist die Anleihe so gefährlich? Natürlich ist es so, wenn man 55 Millionen Zinslast hat pro Jahr, dann hat man natürlich das Problem, dass die Gläubiger einen quasi aussaugen. Dieses Geld steht dann nicht mehr zur Verfügung für Flugzeugwartung, Triebwerksreserven, Personal, neue Strecken, halt für die gesamte Fluggesellschaft. Man kann jetzt sagen, der Iran-Krieg war der Auslöser, aber das ist nicht die alleinige Ursache, denn der Iran-Krieg natürlich hat teure Spritpreise gebracht. Aber das strukturelle Problem war natürlich die teure Finanzierung, die ehrgeizige Flottenplanung, hohe Abhängigkeit vom Wetlease-Geschäft, Lufthansa, gehe ich gleich drauf ein, Triebwerks- und Verfügbarkeitsprobleme bei der 220er-Familie, dann natürlich der Heimatmarkt ist saisonal sehr schwankend, begrenzte Kapitalreserven und man hat natürlich den strategischen Investor nie gefunden, weil die natürlich alle das Thema gesehen haben. Wenn die Kapazität mit wenigen Flugzeugen stabil bleiben könnte, aber wie soll das gehen, ist es so, dass man natürlich weitgehend das Ganze erhalten kann, so wie Air Baltic das behauptet. Das soll durch die bessere Nutzung der verbleibenden Flugzeuge gelingen. Weniger Wetlease-Flüge für andere Airlines, okay. Klar, mehr Nutzen im eigenen Streckennetz, höhere tägliche Flugstunden, weniger Reserveflugzeuge, bessere saisonale Planung, Aufgabe schwacher Verbindungen, dichtere Flugpläne und natürlich höhere Sitzplatzauslastung. Ja, das Wetlease-Dilemma, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Lufthansa hat ja mehr als 20 A220 bekommen als Wetlease, die halt bei der Swiss und so weiter eingesetzt wurden. Aber man will Veränderung. Lufthansa sagt, Also
Air Baltic möchte bestehende Verträge nachverhandeln, wahrscheinlich will man mehr Pinke haben. Lufthansa will 2027 weniger Fremdflugzeuge einsetzen, Wetlease also nicht mehr. Brüssel Airlines möchte ganz auf Wetlease verzichten. Und damit ist es natürlich so, dass man damit ein Riesenthema hat. Und ich denke mal, was passiert mit den Rückgaben? Also wenn die Flugzeuge zurückgeben, kostet das ja auch Geld. Aber die Frage ist, wer nimmt die 18? Eventuell Lufthansa? Auf einen Blick wäre das natürlich attraktiv, denn Lufthansa Cityline baut ja selbst eine A220er Flotte auf. Und die kurzfristig verfügbaren 220-300er sind natürlich heiß begehrte Ware. Aber ich denke mal, dass man natürlich da Eigentum und Leasing gucken möchte für die einzelnen Flugzeuge, Restlaufzeit, Kauf- bzw. Ablöseprämien, Kabinenkonfiguration, Triebwerkszustand, Wartungsreserve und natürlich die Lieferung der bestellten 220er bei Lufthansa. Und dann natürlich die Flottenplanung bei City Airlines und Schulungen, das ist natürlich auch ein Thema. Aber Lufthansa könnte sich selber natürlich dann Konkurrenz machen, wenn 18 gebrauchte 220er genommen, könnten bereits geplante Neuauslieferungen an andere Konzernflotten überflüssig werden. Ist so, ne? Also das heißt, man hat da ein Thema. Aber Carsten S. aus M. hat klargestellt, dass Lufthansa sich weiter in Air Baltic investieren will. Man hat ja 10%, aber gesagt, nee, mehr gibt es nicht. Das schließt einem marktüblichen Flugzeugdeal zwar nicht aus, spricht aber gegen eine Rettungsaktion zugunsten der lettischen Airline. Das heißt also, dass man in Frankfurt sagt, wir haben dich benutzt, als wir dich brauchten, jetzt schmeißen wir dich weg. Das sind meine Worte. Ja, Lufthansa muss natürlich jetzt entscheiden über ihren Anteil, was da passiert. Wird wahrscheinlich eine Verwässerung stattfinden, also das heißt, dass 10% dann weniger wert sind. Zusätzliche Mittel investieren, ihren Anteil später verkauft, lediglich die kommerzielle Partnerschaft fortsetzt. Der Sprung, also das Fazit, der Sprung von 100 auf nur noch 36, also 40, A220 ist das Eingeständnis, dass die bisherige Wachstumsstrategie gescheitert ist. Die Flugzeuge sind nicht das Kernproblem, sondern die Finanzierung, das Wachstumstempo waren es. Man hat sich also schlicht übernommen. Die Restrukturierung kann Air Baltic durchaus stabilisieren, verlangt aber von den Gläubigern und Eingläubiger ist der Staat erhebliche Zugeständnisse ab. Lufthansa dürfte Wetlease-Partner bleiben, wird aber natürlich laut Carsten S. aus M. nicht retten. Frage des Tages ist die logische Konsequenz. Sollte Lufthansa einige der 18 A220 übernehmen oder wäre das wegen der eigenen Cityline-Bestellung der Triebwerksprobleme zu riskant? Was auch riskant ist, ist anscheinend Air India, weil da ist jetzt ein Airbus A320 ja abgesagt auf dem Flug von Phuket nach Delhi. Das war der Flug AI2379 am 4. August und man hatte eine plötzliche Höhenabweichung von 300 Fuß bzw. 90 Metern ungefähr. Dabei wurden mehrere Passagiere und Mitglieder der Besatzung verletzt. Indische Medien berichten, der Kapitän habe bei einem Bestätigungstest positiv auf Cannabis getestet. Der offizielle Stand ist ein bisschen vorsichtiger. Da sagt man, das indische Luftfahrtministerium erklärte am 12. August, dass es noch auf das Ergebnis der Laboruntersuchung warte. Was ist denn jetzt offiziell bestätigt bei dem Fall? Also, der Flug AI2379 führte von Phuket nach Delhi. Es wurden A320 eingesetzt. An Bord waren 137 Passagiere, darunter 3 Kleinkinder und 8 Besatzungsmitglieder. Da gab es eine Höhenabweichung von 300 Fuß. Die Maschine stabilisierte sich und landete in Delhi. Das heißt, also man ging, ne? Also das war das. Da haben einige ein bisschen negative G gezogen. Beide Piloten waren anschließend routinemäßig auf psychoaktive Substanzen getestet. Und das erste Ergebnis des Kapitäns erfordert eine Laborbestätigung. Beide Piloten wurden während der Untersuchung aus dem Flugbetrieb genommen. Die indische AAIB untersucht den Vorfall. Airbus und die französischen Untersuchungsbehörden BEA unterstützen die Ermittlungen. Es gibt zwar verschiedene Meinungen bei den Verletzten, 13 Stück und 4 Crewmitglieder, also insgesamt 16, aber irgendwo bei Associated Press stand irgendwie 24. Aber der positive Test deutet jetzt nicht unbedingt auf eine akute Beeinträchtigung hin, muss man so sagen. Ich sage mal so, es kann auch sein, dass die berauschende Wirkung langsam weg ist. Aber die Frage ist natürlich, wenn ein Kollege Pilot da sich einen zieht, ne? Ja, das ist dann natürlich ein Problem. Aber es ist halt einfach so, dass die Substanz bzw. deren Abbauprodukt nachweisbar ist. Der Test erklärt aber nicht den Höhenunterschied und die Höhenabweichung. Heißt also, man muss wirklich gucken, was da passiert ist, Flugschreiberdaten und so weiter. Es kann unterschiedliche Gründe haben, kann also Turbulenzen sein, Wetterphänomen, unbeabsichtigte Steuereingabe.
Autopilot oder Systemreaktion oder technische Störung oder halt eine Kombination aus diesen Faktoren. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was das heißt. Aber ich denke mal, dass der Kollege Cannabis geraucht hat, ist jetzt nicht unbedingt so prickelnd. Ne? Aber Phuket, ich weiß gar nicht, wie ist die Lage in Phuket? Kriegt man das Zeug da in Phuket? Ich glaube, das ist in Phuket schwieriger als sonst was. Ne? Aber ich bin da kein Konsument, deshalb könnt ihr da unten natürlich kommentieren. Die Frage ist natürlich relativ klar, wenn man das Fazit sich antut. Der Fall ist ernst, aber die entscheidenden Punkte sind noch nicht abschließend geklärt. Am 12. August bestätigte man natürlich, dass man noch keinen positiven zweiten Test hat, sondern wartet noch auf eigene Aussage. Das sagt die indische Regierung. Selbst ein bestätigter Cannabis-Nachweis würde weder akute Beeinträchtigung noch die Ursache der Höhenabweichung automatisiert beantworten. Das heißt also, man muss trotzdem in die technischen Themen reingucken, denn man muss beides getrennt auf Grundlage der Flugdaten untersuchen. Und jetzt die Frage des Tages: Sollten Piloten weltweit regelmäßig unangekündigt getestet werden oder reichen anlassbezogene Kontrollen und medizinische Überwachung? Das letzte Thema, was wir haben, ist Lufthansa Miles & More. Bei Booking.com kann man jetzt Meilen einlösen, also die Prämienmeilen. Direkt für Unterkünfte ab 3.000 Meilen lässt sich ein Teil des Buchungspreises bezahlen. So funktioniert das. Miles & More stellt zwei getrennte Booking.com Zugänge bereit. Eine Seite zum Sammeln, eine Seite zum Einlösen. Dann könnt ihr über den jeweiligen Link gehen. Bei der Einlösung läuft der Prozess folgendermaßen: Ihr geht auf die spezielle Booking.com Partnerseite, unter Unterkunft mit dem Hinweis Meilen einlösen auswählen, im Miles & More Konto einmelden, einmalig der Datenübertragung an Booking.com zustimmen, mindestens 3.000 Meilen auswählen, mit dem Schiebriegel den gewünschten Meilenbetrag festlegen, den verbleibenden Betrag mit regulären Zahlungsmitteln bezahlen. Und die Meilen werden in Echtzeit abgezogen. Gutschriften gehen nicht in Echtzeit, aber abziehen, das geht ja immer. Und nur bei sofortiger Zahlung. Genius-Vorteile bleiben erhalten. Aber das Problem ist halt wirklich, was ist der Gegenwert der Meile? Miles & More nennt keinen festen Umrechnungskurs, deshalb sollte man bei jeder Buchung halt wirklich selber berechnen. Denn Gegenwert pro Meile gleich Cash-Ersparnis plus eingesetzte Meilen. Hotelpreis ohne Meilen 500 €, verbleibender Preis nach 50.000 Meilen 300, dann ist die Ersparnis 200, aber dann ist die Meile nur 0,4 wert. Also wir wissen es bis jetzt noch nicht. Das wäre im Vergleich zu einer guten Flugprämie zu schwach, denn da ist es sogar mehr, oder wenn man die Flugprämie direkt auf Meilen bucht, natürlich noch geiler, und je höher die Buchungsklasse, noch besser. Heißt also, wer jetzt unter 0,5 Cent ist pro Meile, kann sagen, schwach. 0,5 bis 1 bequem, aber selten optimal. 1 bis 1,5 ist ordentlich und 1,5 wäre unheimlich attraktiv. Und über 2 Cent wäre natürlich tipptopp, ist aber bei Hotels eher selten, schätze ich mal. Also, das sind keine offiziellen Miles & More Kurse, die tun nur für den Vergleich für alternative Einlösungen, nur damit ihr mal so einen Gedankengang kriegt. Wichtig ist, wenn wir das Fazit uns ziehen, diese Booking.com-Integration ist bequem, flexibel, aber auch für kleine Meilenbestände nützlich, um die loszuwerden. Ob sie auch wirtschaftlich attraktiv sind, außer natürlich für Miles & More, lässt sich erst anhand des Buchungsprozesses angezeigten Umrechnungskurs beurteilen. Da man den Wert nicht nennt, aber das ist ja wie immer, ich will nicht sagen auffällig, ne, weil man hat ja so ein bisschen ein Problem, Meilenwerte zu benennen bei Miles & More. Vor jeder Buchung sollte deshalb der Cashpreis und die Ersparnis durch die eingesetzten Meilen ermittelt werden und mit einer möglichen Flugprämie verglichen werden. Also ab welchem Gegenwert würdet ihr Miles & More Meilen für ein Hotel einsetzen, oder gehören die Meilen für euch ausschließlich für Business- und First-Class-Flüge? Als Fazit zur Sendung kann man natürlich sagen, dass man natürlich auf allen 3 Themen verschiedene Ebenen dann stattfinden. Air Baltic gibt nicht nur Flugzeuge ab, sondern muss ihr gesamtes Wachstums- und Finanzierungsmodell neu aufstellen. Beim Air India Piloten muss zwischen einer möglichen Regelverstoß und Ursache des Flugereignisses unterschieden werden. Ach ja, kleiner Running Gag, man könnte natürlich Boeing sagen, die sind schuld. Weiß ich jetzt nicht. Ihr könnt ja schreiben, ob ihr das lustig findet oder nicht. Ist übrigens keiner von mir, den habe ich irgendwo gelesen. Dann geht es so, Miles & More bietet natürlich die bequeme Einlösung, verschweigt aber natürlich eine wichtige Kennzahl, wenn man den Value nicht hat. Der gemeinsame Grundsatz lautend: Entscheidend ist nicht, was angeboten oder behauptet wird, sondern welche Bedingungen und Zahlen dahinter stehen. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch auf School zu kommen und dort die Frage des Tages zu beantworten. Einmal, welchen Mindestwert verlangt ihr bei einer Hoteleinlösung von Miles & More mit Meilen? Und sollte Lufthansa einige der frei wählenden A220er nehmen? Bin ich mal gespannt, wie ihr das so seht.
Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt daran, morgen sehen wir uns vielleicht wieder. Also viel Spaß, bis dann. Ciao, ciao.